Hallo zusammen, ich bin Chiara und in diesem Video zeige ich euch mein Bullet Journal Setup für den Oktober. Ich habe heute mein erstes etwas herbstlicheres Thema, nämlich ist es der Ahorn. Hierfür habe ich Ahornblätter gesammelt, die noch nicht so sehr dick und fest waren, habe die Stiele entfernt und sie anschließend gepresst, sodass ich sie jetzt in meinem Bullet Journal benutzen kann. Ich starte wie immer mit einem Dutch Door Cover. Hierfür habe ich mir schon die 8 Kästchen Rand eingezeichnet, die ich später wegschneide, so dass man den Monatsnamen und das Kalendarium der zweiten Seite lesen kann. Auf dieser ersten Seite kombiniere ich gezeichnete und echte Ahornblätter. Man könnte natürlich auch einfach nur Zeichnungen machen, wenn man keine Blätter vorher gepresst hatte. Was den Stil angeht, habe ich es in diesem Setup sehr einfach gehalten und eher skizzenhafte Zeichnungen gemacht, die nicht allzu exakt sind. Für jedes Blatt starte ich zunächst mit so einer geschwungenen Mittellinie und zeichne dann 2 kürzere Äste zu den Seiten. Dann folgt diese relativ ungenaue, zackige Außenkante und einige kleine Verästelungen. Ich achte außerdem darauf, dass meine Blätter in verschiedene Richtungen zeigen und am Ende füge ich noch ein paar mehr Verästelungen mit einer dünneren Feinlinerstärke hinzu, weil ich ja keine Schatten in diesen Blättern setze. Anschließend platziere ich meine gepressten Blätter so, wie ich sie gern haben möchte und benutze meinen kleinen Kleberoller, der wie alle anderen Materialien unten in der Infobox verlinkt ist, um die Blätter damit festzukleben. Als Hilfestellung mache ich mir dabei einen kleinen Punkt mit dem Bleistift auf die Seite, dort wo meine Blattspitzen sind, damit ich genau sehe, wo ich Kleber auf meinem Papier auftragen muss. Und dann kann ich auch schon meinen Dutch Door Rand ausschneiden, wie immer erstmal etwas grober und anschließend feiner an den Blättern entlang. Und dann ergänze ich auf der unteren Seite noch mein kleines Kalendarium und hebe die Wochentage mit meinem Tombow-Marker hervor. Um dann den Monatsnamen zu ergänzen, benutze ich hier ein zweites Journal als Stütze für meinen Handrücken, um am Rand besser schreiben zu können. Und wenn ihr euch mal etwas genauer für diese Notizbücher interessiert, dann habe ich dazu vor kurzem ein Video auf diesem Kanal hochgeladen, was ich an dieser Stelle natürlich auch gerne verlinke. Und damit ist diese Coverpage auch schon vollständig und wir kommen zur Seite für meine Termine. Ich habe mich in diesem Monat für ein sehr kleines Kalendarium entschieden, bei dem jeder Tag nur 2 x 3 Kästchen groß ist. Natürlich kann ich hier nicht viel reinschreiben, sondern ich möchte einen farbigen Punkt für einen Termin setzen, je nachdem, ob er für die Uni, die Arbeit, die Freizeit ist und dann die Erklärung unter das Kalendarium schreiben. So bekomme ich einen guten visuellen Eindruck davon, zu welcher Zeit im Monat besonders viel ansteht. Von der nächsten Seite benutze ich ungefähr die Hälfte für meine Monatsaufgaben, das schreibe ich hier einfach als Überschrift hin und zeichne dann so einen doppelten Rahmen drumherum. Und als Dekoration zeichne ich auf dieser Seite die Ahornsamen. Das sind diese kleinen Dingerchen, die wir uns als Kind immer auf die Nase geklebt haben. Und ich versuche den Bereich, wo der Samen drin ist, durch die Schattierungen so ein bisschen dreidimensional hervorzuheben und zeichne dann auch noch die Maserung auf den kleinen Flügelchen ein. Zum Schluss brauche ich auch hier nur noch meine echten Ahornblätter aufkleben und damit ist dann auch diese Seite schon fertig. Auf dieser Seite kommt jetzt natürlich mein Habit Tracker zum Einsatz. Ich habe dieses Mal die 6 Kalendarien für die einzelnen Gewohnheiten so diagonal über die Seite verteilt, sodass in der linken oberen und rechten unteren Ecke ein zusammenhängender Bereich für Dekoration und Zeichnungen entsteht. Ich habe hier dann nochmal alle Motive aufgegriffen, die ich bisher benutzt habe. Das heißt, hier oben habe ich zunächst einmal ein Ahornblatt gezeichnet. Dann habe ich in einer etwas anderen Form die Ahornsamen wieder ins Spiel gebracht. Das heißt, ich habe hier 2 Samen gezeichnet, die so hintereinander liegen. Im unteren Bereich war dann auch nochmal Platz für ein gezeichnetes Blatt. Und zum Schluss habe ich meine echten Ahornblätter auf diese Seite aufgeklebt. Der nächste Spread ist tatsächlich sehr, sehr bekannt, aber ich persönlich habe ihn wirklich noch nie benutzt. Und das ist der Mood Tracker. Ich habe mir immer gedacht, ich habe eine Stimmung, die am Tag 3-mal zwischen fröhlich und traurig schwankt. Wie soll ich das in einem Mood-Tracker abbilden? Aber ich finde diese Motive einfach so niedlich, dass ich mir gedacht habe, ich versuche das diesen Monat einfach mal. Ich habe hier also 31 kleine Ahornblätter gezeichnet, die dann mit verschiedenen Farben je nach Stimmung ausgemalt werden. Und wenn ich an einem Tag mehrere Stimmungen habe, dann kann ich das natürlich auch durch mehrere Farben in einem Blatt kenntlich machen. Und was ich hier beim Filmen vergessen habe, ist, dass ich noch am Stiel von jedem Blatt das Datum ergänzt habe.
Und das habe ich wie in einem kleinen Adventskalender gemacht. Das heißt, ich habe das nicht der Reihe nach rangeschrieben, sondern einmal kreuz und quer verteilt auf der Seite, sodass ich jeden Tag erst einmal die richtige Zahl suchen kann, um sie dann am Ende auszumalen. Hier zeige ich euch mal ein Foto davon, wie das dann aussieht. Ganz unten ergänze ich dann noch eine Legende, bei der ich jeder Stimmung eine herbstliche, potenzielle Blattfarbe zuordne. Und zum Schluss fehlen dann nur noch meine aufgeklebten Ahornblätter. Und damit kommen wir jetzt auch schon zur ersten Woche aus dem Oktober. Wie immer halte ich das hier sehr, sehr schlicht, ohne Dekoration. Die kann ich, wenn ich Platz habe, im Laufe der Woche immer noch ergänzen. Und ich habe mich dieses Mal für eine Wochenübersicht in Kombination mit einem Daily Log entschieden. Das heißt, ich zeichne hier zunächst einmal auf der linken Seite 7 Kästen untereinander. Die nehmen ungefähr die halbe Seite ein. Und hier kann ich dann im Voraus meine Termine für die Woche eintragen, um sie im Überblick zu haben. Dann teile ich nur noch die rechte Seite in 2 Hälften, sodass ich den kompletten verbleibenden Platz für eine tägliche To-Do-Liste nutzen kann. Wenn ihr noch weitere Ideen für Weekly Layout sucht, dann findet ihr auch dazu bereits ein Video auf meinem Kanal. Ja, und damit hoffe ich, dieses Video war eine kleine Inspiration für euch. Abonniert gerne diesen Kanal für weitere Ideen und schreibt mir euer Feedback zu diesem Setup unbedingt in die Kommentare. Und dann hoffe ich, wir sehen uns hier ganz bald wieder.